Wie ich schon vorher sagte, wir haben heute das Vorrecht, Bruder Bryan mit uns zu haben. Und ich würde bitten, dass er nach vorne kommt, zusammen mit Johannes. Please, Bryan. Ich werde nicht weit ihm lang vorstellen. Gestern haben wir schon mehr von seiner Vorstellung gehabt, aber vielleicht diejenigen, die nicht gestern hier waren. Bryan ist der Präsident von CBC, die Bibelschule, und er wird uns heute dann mit der Botschaft dienen. God bless you, Bryan. Guten Morgen. Good morning. Unfortunately, that's about all the German you will hear from me today. Das ist leider auch schon alles Deutsch, was ihr heute von mir hören werdet. Even though I took 4 years of German in high school, Obwohl ich damals in der Schule 4 Jahre Deutschunterricht genossen I habe. must apologize because about all I can remember is gut genug, Ich muss mich entschuldigen, denn alles, was ich mich erinnern kann, ist good enough. schlaf schön and schmeckt gut. Das habt ihr verstanden. So how are you this morning? Wie geht's euch heute Morgen? Are you thankful? Seid ihr dankbar? Recently, a good friend of mine from Tanzania, Africa, was out visiting. Ein guter Freund von mir vor kurzem hat mich besucht aus Tansania, Afrika. His stay coincided with the MCC sale. Er kam gerade, als der MCC-Sale stattfand. And as we were walking into the TradeX building and drooling over the food that we were about to eat, Und als wir in dem TradeX-Building umherliefen und das Wasser lief uns im Mund zusammen, als wir das Essen sahen, das wir jetzt essen würden, we started talking about how do we maintain an attitude of gratitude. da haben wir uns darüber unterhalten, wie können wir eine Einstellung der Dankbarkeit pflegen. I told him that I'm trying to become a more thankful person. Ich habe meinem Freund gesagt, ich möchte eine dankbarere Person werden. He then looked at me and asked, "Do you think that we can ever be too thankful?" Er schaute mich an und fragte, glaubst du, wir können jemals zu dankbar sein? I thought for a moment and then I said, "No way. I don't think we can ever be thankful enough." Für einen Moment dachte ich nach und dann sagte ich, auf gar keinen Fall, niemals können wir zu dankbar sein. So why aren't we more thankful? Warum sind wir nicht dankbarer? I would like to suggest that I think a big part of our problem lies with the fact that we are too busy. Ich würde vorschlagen, dass ein großer Teil des Problems darin liegt, dass wir zu beschäftigt sind. It's not that we are too busy doing bad things. Nicht, dass wir schlechte Sachen tun. It's just that we are too busy to stop and reflect on all that God has done and is doing. Wir sind nur zu beschäftigt anzuhalten und darüber nachzudenken, was Gott alles getan hat und für uns tut. We are too busy to listen to what God is saying. Wir sind zu beschäftigt zuzuhören, was Gott sagt. And we are too busy to remember that the Lord Almighty is with us. Zu beschäftigt, uns zu erinnern, dass der allmächtige Gott mit uns ist. And when I say this to you, I am not just chiding you, I am pointing the finger back at myself as well. Und wenn ich das zu euch sage, dann schimpfe ich nicht nur euch aus, sondern ich zeige auch mit dem Finger auf mich selbst. So our text for this morning, Psalm 46, Unser Text heute Morgen kommt aus Psalm 46. gives us many reasons as to why we should be thankful. Und da sind viele Gründe, warum wir dankbar sein sollen. And I'm going to ask Johannes to read verses 1 to 3 and 7 to 11. Hier sind Verse 1 bis 3 und dann 7 bis 11 aus Psalm 46. Ein Lied der Söhne Korach vorzusingen nach der Weise der Jungfrauen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihrem Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. And what was the other second half? Sorry. It's 7 to 11. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. The Lord Almighty is with us. Der allmächtige Gott ist mit uns. For a plant to grow and bear fruit, it of course needs to stay stationary. Wenn eine Pflanze wachsen und Frucht bringen soll, dann muss sie an derselben Stelle bleiben.
Too often as I look at myself, I feel like a plant that refuses to flower as God intends. How many of you can relate? Oft schaue ich mich selbst an und ich erkenne mich als eine Pflanze, die sich weigert zu blühen, so wie Gott es haben will. Könnt ihr euch da reindenken? I think that God must often look at me in the same way that I view my oldest grandson, Brody. Ich denke, Gott schaut mich manchmal so an, so wie ich meinen ältesten Enkelsohn Brody ansehe. He's only 2 years old, and he often reminds me of myself. Er ist nur 2 Jahre alt und oft erinnert er mich an mich selbst. He's like a pinball machine, bouncing from one thing to the next. I don't know what a pinball machine is in German. Ihr habt das verstanden, ja? It's great that he's healthy and active, but sometimes I want him to just sit still so that we can play with his blocks or read a book together. Es ist schön, dass er gesund ist und aktiv, aber manchmal möchte ich einfach, dass er still sitzt und dass wir mit seinen Bauklötzen spielen oder ein Buch zusammen lesen können. But he just wants to go, go, go. Aber er möchte einfach immer nur aktiv sein, gehen, gehen, gehen. Just like me. Genau wie ich. The psalmist writes, Der Psalmist schreibt: Be still and know that I am God. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. And did you notice the link to missions within that very same verse? Habt ihr die Verbindung zur Mission erkannt in diesem Vers? The verse continues, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Der Vers geht weiter: Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. So today I want to make this link between thanksgiving and missions and challenge us to think about how we fit into God's redeeming, reconciling and transforming work in the world. Heute möchte ich die That was a Verbindung long sentence. Let me split it in half and say it again. I want to make the link between thanksgiving and missions zwischen dem Erntedankfest und Mission machen and challenge us to think about how we fit into God's redeeming, reconciling and transforming work. und uns herausfordern, darüber nachzudenken, wie wir in Gottes erlösende und transformierende Arbeit einbinden können. So I want to focus on 3 points. Be still, be ready and be fruitful. 3 Punkte: Sei still, sei bereit und bringe Frucht. First, be still. Zuerst, sei still. Every Tuesday morning, I meet with 2 close friends for encouragement and accountability. Jeden Dienstagmorgen treffe ich mich mit 2 guten Freunden zur Ermutigung und für Accountability. For the past 6 months, we have been reading through key Bible stories together. Für die letzten 6 Monate haben wir einige wichtige Bibelgeschichten durchgenommen. We read the stories and then we repeat them back to one another as best that we can. Wir lesen die Geschichten und dann erzählen wir sie uns zurück, so gut wie wir können. We're trying to make sure that these Bible stories penetrate deeply into our hearts and minds. Wir wollen sicher machen, dass diese Bibelgeschichten ganz tief in unsere Herzen und Gedanken eindringen. Recently, we read the story of the people of Israel fleeing Egypt after the 10 plagues. Vor kurzem haben wir die Geschichte gelesen, als die Israeliten aus Ägypten geflohen sind nach den 10 Plagen. The story is told in Exodus chapter 14. Das steht im 2. Mose 14. And it tells us about how the people of Israel found themselves hemmed in between the Red Sea and the Egyptian army. Und wir lesen, wie die Israeliten sich eingekeilt finden zwischen dem Roten Meer und der ägyptischen Armee. The people of Israel were terrified and they lashed out at Moses. Sie haben Angst gehabt und sie sind wütend geworden auf Mose. Was it because there were no graves in Egypt that you brought us out into this desert to die? Because there was not. They asked, was it because there were no graves in Egypt? Oh, gab es keine Gräber in Ägypten, dass ihr uns hier ausgebracht habt, um zu sterben in die Wüste? They were scared and angry, Sie hatten Angst und sie waren wütend. feeling as though they had been led to believe a false promise. Fühlten sich, als ob sie verführt wurden, einem falschen Versprechen zu glauben. Maybe you have felt felt that way sometimes. Vielleicht haben einige von euch sich mal so gefühlt. Perhaps even today you may be feeling that way. Vielleicht fühlt ihr euch heute so. You don't feel thankful because you thought that God should have done things differently. Ihr fühlt euch nicht dankbar, weil ihr denkt, Gott hätte vielleicht anders handeln sollen. We may feel scared or frustrated or angry. Vielleicht fühlen wir verängstigt oder frustriert oder ärgerlich.
And you may have very good reasons for feeling that way. Und vielleicht mit gutem Grund. As I read this story, I couldn't help but identify with Moses. Als ich die Geschichte las, konnte ich nicht anders. Ich musste mich mit Mose identifizieren. What must he have been thinking? Was muss er gedacht haben? I know what would have been going on in my mind. Ich weiß, was ich gedacht hätte. There would have been a combination of, how do I get us out of this mess? Es würde eine Kombination gewesen sein zwischen, wie komme ich aus diesem Durcheinander heraus? And secondly, God, help me. Und zweitens, Herr, hilf. But listen to the amazing words that Moses spoke in Exodus chapter 14, 13 and 14. Aber hört auf die wunderbaren Worte, die Mose in 2. Mose 13 und 14 sprach. Moses answered the people. Mose antwortete den Leuten. Johannes, you can read the passage. Give me 1 second. I did not see that coming. Sorry. Exodus 14? Yes. It's on the wall. Oh, I'm sorry. Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nimmermehr sehen ewiglich. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Be still. Sei still. Only be still. Sei einfach still. Why be still? Warum still sein? The answer lies in Psalm 46. Die Antwort ist im Psalm 46. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke und allgegenwärtige Hilfe in Not. Therefore we will not fear. Deshalb werden wir keine Angst haben. Though the earth give way and the mountains fall. Die Welt würde untergehen und die Berge ins Meer sinken. Though the waters roar and foam. Wenngleich das Meer wütete und wallte. And the mountains quake with their surging. Und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. We will not fear. Wir werden uns nicht fürchten. Be still. Sei still. Do you have a place where you can be still? Hast du einen Ort, wo du still sein kannst? And perhaps more importantly, will we take the time to be still? Und vielleicht wichtiger noch, werden wir die Zeit nehmen, um still zu sein? So often we think that we don't have time. So oft denken wir, wir haben keine Zeit. But if God is God, then there is time enough. Aber wenn Gott Gott ist, dann ist da genug Zeit. As the ancient people of God were reminded in Psalm 46, Wie das Volk Gottes erinnert wurde im Psalm 46. the Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress. Der allmächtige Gott ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Festung, unsere Stärke. I am taking a lot of time this morning to speak about this theme Ich verbringe viel Zeit heute mit diesem Thema, because I believe it is such a crying need among Christians here in Canada today. weil ich denke, dass es ein sehr großes Bedürfnis ist unter den Christen in Kanada heute. Be still and know that I am God. Sei still und wisse, dass ich der Herr bin. The reason we aren't more thankful is because we don't stand still we aren't still enough to actually reflect on what God has done. Der Grund, warum wir nicht dankbarer sind, ist, dass wir nicht still genug sind, um darüber nachzudenken, was Gott getan hat. I think sometimes the reason our mission efforts don't bear fruit the way we hope is because we haven't taken time to really listen to the Father. Ich denke manchmal, warum unsere Anstrengungen in der Mission nicht die Frucht bringen, die wir uns erhoffen, ist, weil wir nicht die Zeit genommen haben, auf den Vater zu hören. We make our own plans and we go our own way. Wir machen unsere eigenen Pläne und gehen unsere eigenen Wege. We believe it is up to us. Wir denken, es ist unsere Sache. When God tells us explicitly in Psalm 46 that He will be exalted among the nations, He will be exalted in the earth. It is God's mission. Aber Gott sagt uns im Psalm 46 ganz spezifisch, er wird erhöht sein über der Erde und es ist seine Mission, nicht unsere. Don't misunderstand me. I'm not saying that we don't have something to do. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass wir nichts zu tun haben. But what is most important is that we first of all listen to God to get our orders from Him. Aber das Wichtigste ist, dass wir zuerst auf Gott hören, um unsere Befehle und unsere Weisungen von ihm zu erhalten. I will move to my second point. Ich Be gehe ready. zu meinem zweiten Punkt, seid bereit. In many ways, readiness to serve God is closely tied to stillness before God.
In vielfacher Weise das Bereitsein, dem Herrn zu dienen, ist eng verbunden mit der Stille vor ihm. Listen to 1 Peter 3, verse 15. 1. Petrus 3, Vers 15. Heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmütigkeit und Furcht. If you're like me, you quickly jumped over the first part of that verse. Wenn ihr seid wie ich, dann habt ihr den ersten Teil des Verses schnell überlesen. We want to get quickly to that point about being prepared to give an answer for the hope. Wir wollen schnell zu dem Teil, wo es davon spricht, schnell eine Antwort zu geben für die Hoffnung. But I want us to back up this morning Aber wir wollen am Anfang anfangen, zurückgehen and listen carefully to that first line. und den ersten Teil lesen und aufmerksam zuhören. In your hearts set apart Christ as Lord. Heiligt aber Gott den Herrn in euren Herzen. In your heart, not just in your mind. In euren Herzen, nicht nur in euren Gedanken, in eurem Kopf. Being ready is about being in a relationship with Jesus. Bereit sein heißt in einer Beziehung mit Jesus zu sein. In Psalm 46 we are told that the Lord Almighty is with us. In Psalm 46 wird uns gesagt, dass der allmächtige Gott mit uns ist. But my question is, are we with him? Aber meine Frage ist, sind wir auch mit ihm? One of my favorite missionary quotes comes from Henry Martyn, a missionary to India in the 19th century. Eines meiner Lieblingszitate aus der Mission kommt von Henry Martyn, ein Missionar in Indien aus dem 19. Jahrhundert. He once said, Er sagte einmal, "The Spirit of Christ is the spirit of missions. der Geist des Herrn ist der Geist der Mission. The nearer we get to Jesus, the more missionary we become." Je näher wir zu Jesus kommen, desto mehr missionarisch werden wir. I want to repeat that because I think it has a powerful message to us. Ich werde das wiederholen, denn ich denke, es hat eine kraftvolle Nachricht für uns heute Morgen. The Spirit of Christ is the spirit of missions. Der Geist des Herrn ist der Geist der Mission. The nearer we get to Jesus, Je näher wir zu Jesus kommen, the more intensely missionary we become. desto intensivere Missionare werden wir. You see, for us to be ready to give an answer for the hope that we have, Ihr seht, für uns bereit zu sein, eine Antwort zu geben für die Hoffnung, die wir haben, means that we must have a hope. bedeutet, dass wir eine Hoffnung haben müssen. And our hope is rooted in God. Und unsere Hoffnung ist verwurzelt in Gott. Come and see the works of the Lord, the psalmist entreats us. Kommt und sieh die Werke des Herrn an, sagt der Psalmist zu uns. To be ready means that we must be in relationship with Jesus. Um fertig zu sein und bereit zu sein, wir müssen in einer Beziehung mit Jesus sein. At one point this past summer, I was feeling nearly overwhelmed with worry and anxiety. Früher in diesem Sommer war ich überwältigt fast mit Sorge und Angst. My concerns were both personal as well as with things that were happening at the college. Ich hatte sowohl persönliche Sorgen als auch Sorgen über das College. Feeling incredibly stressed out, I said to my wife, Ich war so gestresst und ich sagte zu meiner Frau, I said, I'm feeling like such a spiritual baby. What's wrong with me? ich sagte zu ihr, ich fühle mich wie ein geistliches Baby. Was ist falsch mit mir? Why don't I have more faith? Warum habe ich nicht mehr Glauben? Fortunately, I have a great wife. Zum Glück habe ich eine großartige Frau. Gently, she challenged me to take some time with Jesus. Sie hat mich sanft dazu herausgefordert, Zeit mit Jesus zu verbringen. She said to me, Sie sagte, stop acting as though everything depends on you hör auf so zu tun, als ob alles von dir abhängt and wait on God. und warte auf den Herrn. You see, like you, I suspect, I want to make things happen. So wie ihr, vermute ich, möchte ich, dass Dinge geschehen. Ich möchte vorangehen. I want to solve problems. Ich möchte Probleme lösen. But Jesus calls us to remain in Him. Aber Jesus ruft uns auf, in ihm zu bleiben. If I want to be ready for Him to work through me, Wenn ich bereit sein will, dass er durch mich arbeitet, I need to be walking in close relationship with dann Him. muss ich in einer engen Beziehung mit ihm bleiben. My final point this morning has to do with fruitfulness. Mein letzter Punkt heute Morgen hat zu tun mit Fruchtbarkeit. Thanksgiving is all about thanking God for His provision in our lives. Das Erntedankfest geht darum, dem Herrn zu danken für alles, was er uns in unserem Leben gegeben hat. God intends for us to bear fruit. Gott möchte, dass wir Frucht bringen.
Scripture makes this abundantly clear. Die Bibel macht das sehr deutlich. Jesus told his disciples that they could judge a person by their fruit. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr könnt eine Person beurteilen bei ihrer Frucht. And Paul spoke of the fruit of the Spirit in a believer's life. Und der Paulus hat gesprochen von der Frucht des Geistes im Leben des Gläubigen. In John chapter 15, Jesus made it clear that he wants us to bear fruit. In Johannes 15 hat Jesus ganz deutlich gesagt, dass er von uns möchte, dass wir Frucht bringen. You can see the text, John 15 verses 4 to 5. Johannes 15, Verse 4 und 5. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus knew that the Father was with him and his followers as he traveled throughout the land, spreading the good news. Jesus wusste, dass der Vater mit ihm und seinen Nachfolgern, seinen Jüngern war, als er durch das Land zog und die gute Nachricht weitergesagt hat. He also knew that in the midst of such activity, they would not be able to give God the time that they needed to. Er wusste auch, dass inmitten von all dieser Aktivität nicht die Zeit sein würde, dem Herrn, dem Vater, die Zeit zu geben, die sie ihm geben müssten. They would neglect to give God the constant and the devoted attention that so powerfully nourishes our souls. Sie würden es vernachlässigen, dem Herrn die Aufmerksamkeit und die Zeit zu geben, die benötigt wird, um unsere Seelen zu ernähren und uns zu erfrischen. So he went away with his disciples. Also ging er weg mit seinen Jüngern. He withdrew. Er hat sich zurückgezogen. He sought out deserted places. Er hat die Einsamkeit gesucht. He found ways to be silent and still in the presence of God the Father. Und einen Weg gefunden, stille zu sein in der Gegenwart Gottes des Vaters. Then he returned to his demanding ministry filled with power. Dann kehrte er zu seiner anspruchsvollen Arbeit zurück, gefüllt mit der Kraft. He returned to ministry filled with an experience of the Father's faithfulness and abiding love. Er kam zurück zum Dienst, gefüllt mit der Erfahrung der Treue Gottes und der bleibenden Liebe. And there again is the key that I think we need to, or the question we need to ask ourselves. Und da ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Am I trying to make things happen? Versuche ich, Dinge zu passieren zu bringen, dass sie geschehen zu machen? Or am I a willing branch, allowing God to work through me? Oder bin ich ein williger Zweig, der dem Herrn erlaubt, durch mich zu arbeiten? I want to tell you a story from the college from the last year. Eine Geschichte von dem College aus dem letzten Jahr. In January of this year, Im Januar, a young, well, I shouldn't say she's so young anymore. I'll say a middle-aged lady came to talk to me. eine Frau mittleren Alters kam, um mit mir zu sprechen. She had worked at the college a number of years ago. Sie war vor einigen Jahren angestellt an der Bibelschule. And she wanted to meet with me because she was hoping that she could come back and work at the college once again. Und sie wollte mit mir sprechen, weil sie hoffte, dass sie zurückkommen könnte und wieder für die Bibelschule arbeiten könnte. So I asked her, why was she interested in coming to work at Columbia once again? Also fragte ich sie, warum bist du daran interessiert, wieder für uns zu arbeiten? And she explained to me that last January she was in church in South Abbotsford. Sie erzählte, dass sie letzten Januar in South Abbotsford Gemeinde war. And our college traveling ministry team had been leading worship. Und ein Ministry-Team von unserem College hatte da Anbetung geleitet. And she had sensed the Lord speaking to her. Und sie hatte gespürt, dass der Herr zu ihr sprach. And she'd remembered how much she had loved working at Columbia years ago. Und sie hatte sich daran erinnert, wie sehr sie es genossen hatte, vor Jahren bei Columbia zu arbeiten. And she said to me, I don't need to have any special job. I just want to serve at Columbia and see God at work. Und sie sagte zu mir, ich brauche gar keinen besonderen Job, ich möchte einfach nur hier arbeiten und dabei sein und sehen, wie Gott arbeitet. And I had worked with this woman a number of years ago, and I knew she was a very good worker. Und ich hatte mit dieser Frau gearbeitet vor Jahren und ich wusste, dass sie eine sehr gute Arbeiterin war. And in my heart I thought, I want to give her a job right away because I think she's going to be fantastic. Und in meinem Herzen dachte ich, ich wollte ihr sofort einen Job geben, denn ich denke, sie wird wunderbar sein. But we didn't have anything. Wir haben keinen, No openings. wir hatten keinen Job gehabt, keine Öffnung.
And I kind of worried about it because I was thinking we're going to lose a really good person. Und ich war besorgt, denn ich dachte, wir werden eine wirklich gute Person verlieren. But I left it in the hands of the Lord. Aber ich ließ es in der Hand Gottes. Some months later, about 5 months later, 5 Monate später, all of a sudden one of our employees decided to resign rather quickly. einer unserer Angestellten hat plötzlich entschlossen, uns zu verlassen. He was from Ontario and his parents were having some severe health problems and he needed to go home and care for them. Er war aus Ontario und seine Eltern wurden sehr krank und er musste nach Hause gehen und sich um sie kümmern. His role at the college was very important. Er hatte eine wichtige Funktion an der Schule. Interestingly enough, this woman that I had spoken to earlier, und interessanterweise die Frau, mit der ich vorher sprach, has exactly the training, the experience and the abilities to do this man's exact job. Hatte genau die Ausbildung, die Erfahrung und die Fähigkeit, genau den Job zu tun, den dieser Mann vorher getan hatte. And I called her up immediately and said, "We have an opening. Would you still consider coming to Columbia?" Ich habe sie sofort angerufen und ihr gesagt, wir haben diesen Job jetzt zur Verfügung. Hast du immer noch Interesse, zu uns zu kommen, mit uns zu arbeiten? In the meantime, the place where she had been working, inzwischen in der Stelle, wo sie gearbeitet hatte, had offered her a better position and much more money than we could pay her at Columbia. Hatte ihr eine bessere Position angeboten und viel besseres Gehalt, als wir bei Columbia ihr anbieten konnten. But when I spoke to her about this opportunity, she said, "I will bring it to my husband and we will pray about it together." Aber als ich zu ihr sprach über diese Gelegenheit, dann sagte sie, ich werde mit meinem Mann darüber beten. And the next day she came to me and said, "God has led us to take this job." Und am nächsten Tag sagte sie, der Herr hat uns dazu geführt, diesen Job zu nehmen. What that experience taught me, diese Erfahrung lehrte mich, is that sometimes we don't realize how God is already working far in advance of what is coming towards us. Dass manchmal sehen wir gar nicht, wie der Herr schon lange im Voraus arbeitet in dem, was auf uns zukommt. The Lord Almighty is with us. Der allmächtige Gott ist mit uns. Are we with Him? Sind wir mit ihm? I want to close with one more story this morning. Eine weitere Geschichte zum Schluss. A number of years ago, I had a rather terrifying experience. Ich hatte eine beängstigende Erfahrung vor einigen Jahren. I was body surfing off the coast of South Africa in the Indian Ocean. Ich bin im Indischen Ozean gesurft. I don't know how many of you have ever been body surfing, but it's kind of fun. Es macht Spaß, auch wenn ihr das vielleicht noch nicht ausprobiert habt. Except when you get caught in a riptide. No, I'm not a surfer, so I don't know. A tide that takes you out. Okay, es sei denn, ihr werdet hinausgetragen aufs Meer. I was caught and I couldn't return into the beach. Das geschah zu mir und ich war nicht in der Lage, zurückzuschwimmen zum Strand. No one was aware of my plight and I fought desperately to get back to shore. Keiner hat gesehen, was geschah und ich habe verzweifelt gekämpft, um zurück ans Ufer zu kommen. But I couldn't and I grew increasingly tired as this tide just kept dragging me further and further along the shoreline. Aber ich habe es nicht geschafft und ich wurde immer und immer müder, als die Flut mich immer weiter nach außen ins Meer trieb. I could see people way back on the shore, but I couldn't call out to them. I couldn't get their attention. Ganz weit entfernt habe ich Leute am Strand gesehen, aber ich konnte nicht ihre Aufmerksamkeit gewinnen. And I thought I was going to die that day. Und ich dachte, ich würde sterben an diesem Tag. I remember how deeply disappointed I felt. Ich fühlte mich sehr enttäuscht. I was thinking that I would never witness my children's graduations or weddings. Ich dachte daran, dass ich nie den Schulabschluss oder die Hochzeit meiner Kinder erleben würde. With the waves crashing over my head, I held on for as long as I possibly could. Die Wellen schlugen mit meinem Kopf zusammen und ich hielt mich an dem Surfbrett fest, solange ich konnte. And then I finally just let myself sink. Und dann ließ ich mich fallen und untergehen. Only to discover that I could stand. Ohne herauszufinden, dass ich stehen konnte. Das Wasser war nicht so tief. The tide had carried me nearly a kilometer down the beach and deposited me in a much shallower area. Die Flut hatte mich seitwärts getrieben und in einem viel flacheren Gebiet abgesetzt. Had I simply allowed myself to be carried along with the tide, wenn ich einfach nur mich hätte treiben lassen, instead of fighting it the entire time, anstatt dagegen anzukämpfen die ganze Zeit,
I would have arrived at that spot much sooner and not nearly as physically and emotionally exhausted. Dann wäre ich viel eher an dieser Stelle angekommen und wäre längst nicht so müde und erschöpft gewesen. That experience sums up more of my life than I would like to admit. Diese Erfahrung fasst mehr meines Lebens zusammen, als ich eigentlich zugeben möchte. Trying to solve problems my own way. Der Wille, die Probleme nach meiner eigenen Weise lösen zu wollen. Expending all of my energy in a desperate attempt to save myself. Meine ganze Energie zu vergeuden in einem verzweifelten Versuch, mich selbst zu retten. Or trying to make other people believe in Jesus through my efforts alone. Oder zu versuchen, andere Leute zu zwingen, an Gott zu glauben, nur durch meine eigenen Anstrengungen. Only to discover that God's plans and purposes are far greater and far better than my own. Nur um dann herauszufinden und zu entdecken, dass Gottes Pläne und Gottes Absichten viel größer und viel besser als meine eigenen sind. I feel that God is often inviting us as His children. Ich sehe, dass Gott uns oft als seine Kinder einlädt, just allow Him to carry us along. Ihm zu erlauben, uns zu tragen, uns zu führen. But this requires a different posture on our part. Aber das erfordert eine andere Haltung. One that is quiet, Eine Haltung, listening, die stille ist, zuhören and giving thanks. und dankbar. Be still and know that I am God. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. My closing prayer this morning comes from a song. Mein Abschlussgebet kommt aus dem Psalmen. It's written by Pete Kipley and it's called Word of God, Speak. Das ist von Pete Kipling und es ist, der Titel heißt Wort Gottes, sprich. I'm simply going to read this prayer and ask Johannes to keep translating. Ich werde weiter übersetzen, es ist ein englisches Lied. It goes like this. Lord, I'm finding myself at a loss for words. Herr, ich finde mich an einer Stelle, wo ich keine Wörter habe. And the funny thing is, that's okay. Und interessanterweise, das ist in Ordnung. The last thing I need is to be heard. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass man mich hört. Rather, I need to hear what you would say. Aber ich muss hören, was du sagst. Word of God, speak. Wort Gottes, sprich. Would you pour down like rain? Würdest du wie Regen herabkommen Washing my eyes to see und meine Augen abwaschen, um zu sehen, your majesty. um deine Herrlichkeit zu sehen, deine Majestät zu sehen, To be still and know um stille zu sein und zu wissen, that you're in this place. dass du hier bist. Please let me stay and rest Bitte lass mich stehen und ausruhen, stehen bleiben und ausruhen in your in holiness. deiner Heiligkeit. Word of God, speak. Wort Gottes, sprich. Amen. Amen.